photo was taken of the board Es wurde ein Bild von der Tafel gemacht, because I'll have to erase this bottom portion. denn ich muss hier diesen Teil wieder wegwischen. We wanted to make a few points before getting into the document. Wir wollten noch ein paar Punkte hier behandeln, bevor wir in das Dokument selber eintauchen. This document, it doesn't give the history prior to 1863 in much detail. Dieses Dokument behandelt die Geschichte vor 1863 nicht groß im Detail. We're halfway through this camp meeting. Wir haben schon bereits die Hälfte des Camp-Meetings hinter uns. We have barely started the first history. Wir haben nur erst ein bisschen mit der ersten Geschichte angefangen. So we are going to have to move really quickly. Also müssen wir relativ hier schnell durchgehen. There won't be time for much revision. Und da wird es nicht viel Zeit für Wiederholung geben. Or perhaps as detailed explanation as could be given. Oder eine detaillierte Erklärung, wie man sie geben könnte. I hope that people come back to these presentations. Ich hoffe, dass Leute wieder zurück zu diesen Präsentationen kommen werden. Go back to the sources that have been shared. Nochmal zurück zu den Quellen gehen, die hier geteilt wurden. To make sure these rushed points are not missed. Um sicherzugehen, dass diese schnell durchgegangenen Punkte hier nicht verpasst werden. There's some things I'm just stating more as fact. Da gibt es manche Dinge, die ich mehr einfach nur als Fakt darstelle. I didn't give a great deal of proof when I talked about the North and South. Ich habe jetzt nicht viel Beweise dafür gegeben, wo ich hier über den Norden und den Süden gesprochen habe. But the evidence is solid, it is there. Aber die Beweise sind da, es ist felsenfest. Both translation and time restraints prevent that being going into that to a great depth. Also wir können hier nicht weiter in die Tiefe eingehen, weil wir zeitlich limitiert sind und weil wir auch noch Übersetzungen hier haben. So I hope that these presentations are revisited. Also hoffe ich, dass man sich diese Präsentation dann nochmal anschauen wird. And the documents read multiple times in full. Und dass diese Dokumente mehrmals ganz durchgelesen werden. The first reading, you won't pick up the points. Wenn man sie nur einmal liest, dann wird man die Punkte nicht alle aufnehmen können. People say, I watched your presentations. Leute sagen, ich habe deine Präsentation angeschaut. Which translation means? Mit Übersetzung bedeutet das dann, They listened on 1.5 speed on the way to work. dass sie das hier mit doppelter Schnelligkeit das auf dem Weg zur Arbeit angehört haben. They did not watch. Sie haben das nicht angeschaut. They did not study. Sie haben das nicht studiert. And regardless of the messages they send me, they did not understand. Und auch wenn sie mir eine Nachricht dann schreiben, sie haben es doch dennoch nicht kapiert. There are select portions of the world that need audio. Da gibt es gewisse Anteile in der Welt oder Bereiche, die brauchen Audiodateien. That need is rare and limited. Und dieser Anteil ist sehr klein und selten. Outside of that, no one should be listening to my presentations, they should be watching. Und abgesehen davon sollte niemand meinen Präsentationen einfach nur zuhören, sondern man sollte sie anschauen. The power of our message is not in the sound of my voice. Die Macht der Botschaft liegt nicht in meiner Stimme. The power of our message is in structures. Die Macht unserer Botschaft liegt in den Strukturen. An audible voice can only transmit those structures so well. Und eine Audiobotschaft kann die Botschaft nur so limitiert gut weitergeben. They have to be seen. Sie müssen gesehen werden.
watched, angeschaut werden, drawn. gezeichnet werden. God gave a visual message Gott hat eine sichtbare Botschaft gegeben in the history of the Big Bang of media. in der Geschichte des Big Bangs der Medien. If he meant for us to be listening to the radio, Also wenn man zum Beispiel das Radio anhören würde, he could have had this message go around the world 50 years ago. dann hätte man ja die Botschaft schon vor 50 Jahren über der ganzen Welt hören können. He waited till it could be seen. Aber er hat gewartet, bis man sie sehen konnte. And for the 144,000 Und für die 144.000, to be picking up this message dass sie diese Botschaft hier aufnehmen, through lazy listening at 1.5 speed on the way to work, dass sie einfach nur durch faules Zuhören mit doppelter Geschwindigkeit auf dem Weg zur Arbeit, it's ignoring what God has tried to do in the history of information. dann ist es, dass man das, was Gott versucht hatte, in der Geschichte der Information zu ignorieren. So don't just come back to presentations, come back to structures. Also kommt nicht einfach zu Präsentationen zurück, sondern schaut euch wieder die Strukturen an. Don't listen to me, watch. Hört mir nicht zu, sondern schaut es euch an. Draw them. Zeichnet es. Only then will the methodology and the message be understood. Nur dann wird die Methode und die Botschaft auch verstanden werden. So I took time when we have little time because it's an important point. Also ich habe jetzt hier Zeit genommen, obwohl wir nur sehr wenig Zeit haben, weil es ein wichtiger Punkt ist. And it's important for these presentations Und es ist wichtig für diese Präsentation, because of how quickly we're going to move through material. denn so schnell wie wir durch das Material hier dann durchgehen werden, And I guarantee you speed them up, you will not understand, you will miss. und ich garantiere euch, ihr werdet es schneller machen und dann werdet ihr gewisse Punkte verpassen. So the few points we made before going into our document. Also ein paar Punkte, die wir tun wollen, bevor wir hier in das Dokument eintauchen. We know that Christ was to return before 1863. Ist, dass wir wissen, dass Christus vor 1863 bzw. 1863 wiederkommen wollte. We know the United States would have needed a church-state relationship. Wir wissen, dass die USA eine Verbindung von Kirche und Staat dazu gebraucht hat oder hätte. We know that if God's people were a success, Wir wissen, dass wenn Gottes Volk Erfolg hat, then the Sunday law in that history, 1850 compromise movement needed to be a success. dann müsste auch das Sonntagsgesetz bzw. die Bewegung von 1850 und mit dem Kompromiss hätte auch dann Erfolg. Another way to put that, Adventism, history of success, the South, a history of success. Also wenn wir hier das vergleichen, die Geschichte des Adventismus hat Erfolg, dann muss auch die Geschichte oder Bewegung des Südens Erfolg haben. And well before 1840, the South had already unified Und lange vor 1840 hat sich bereits der Süden verbunden, vereint on a church-state model. in einem Modell von Kirche und Staat. They had an impenetrable Southern identity. Sie hatten eine undurchdringbare südliche Identität. In the middle late 1700s, In den späten oder mittleren 17. Jahrhundert traveling ministers went into the South to evangelize. da sind Prediger in den Süden gegangen, um hier zu evangelisieren. And they taught the South that slavery was wrong. Und sie haben dem Süden erklärt, gepredigt, dass die Sklaverei falsch wäre. And then they settled down and became more comfortable in the South. Und dann haben sie sich im Süden angesiedelt und wurden ein bisschen komfortabler dort. They started to make friends. Und sie fingen an, Freundschaften zu schließen.
and be proud of being Southern. und stolz zu sein, dass sie Südstaatler seien. And they knew that the North was looking down upon them for slavery. Und sie wussten, dass der Norden auf sie herabschaute wegen der Sklaverei. And those ministers started to feel defensive. Und diese Prediger fingen an, sich hier ein bisschen zu rechtfertigen zu wollen. And they started to argue Und sie slavery fingen an, isn't ideal, Sie fingen an zu diskutieren, ja, die Sklaverei ist ja nicht das Beste, but you Northerners are judgmental and bossy. aber ihr Nordstaatler, ihr seid stolz und führt euch auf, als wärt ihr der Chef und richtet. Stop telling us what to do. Hört auf, uns zu sagen, was wir tun sollen. Focus on your own problems. Fokussiert euch auf eure eigenen Probleme. And the North got stronger against slavery. Und der Norden war immer stärker, wurde stärker gegen die Sklaverei. And it was this form of Southern nationalism Und diese Form des südstaatlichen Nationalismus, that turned these ministers from opposing slavery to gradually defending it. wendete diese Prediger von, dass sie eigentlich gegen die Sklaverei war, dahin zu, dass sie die Sklaverei verteidigt haben. Until by the Civil War they're saying it is biblical. Bis hin zum Bürgerkrieg, wo sie dann sagen, ja, es wäre biblisch. Partly because of their own regional nationalism and pride, Teilweise wegen ihrem eigenen regionalen Nationalismus und Stolz. the South became united around a certain identity. Da wurde der Süden auf einer gewissen Identität hin vereint. This was also successful because of their limited economy. Das war auch erfolgreich wegen ihrer limitierten Wirtschaft. Religion there was practically entirely unified. Die Religion war weitgehend verbunden, vereint. The churches controlled the schools and the colleges. Die Kirche kontrollierte die Schulen und die Colleges. They had little emigration from the north, Da gab es nur wenig Einwanderer vom Norden very little immigration from overseas, und ganz wenig Einwanderung nur von Übersee and just small rural communities. und nur kleine Gemeinschaften, Dörfer. All of this fostered a strong identity that became impenetrable. Und all dies förderte eine gewisse Identität, wo man nicht eindringen konnte. They already had a church-state relationship, Und da hatte man bereits schon eine Kirche- und Staat-Verbindung. and if the South had been successful in that history, that would have been forced on the United States. Und wenn der Süden damals erfolgreich gewesen wäre, dann wäre das auf die ganzen Vereinigten Staaten aufgezwungen worden. But by the time we get into the history of 1863, Aber wenn wir dann zur Zeit von 1863 hinkommen, the South has failed. da ist der Süden fehlgeschlagen The fights in the North, und die Kämpfe im Norden. and the South, even after it loses the Civil War, Und nachdem sogar der Süden den Bürgerkrieg verloren haben, with the additional wounded pride, mit dem auch verletzten Stolz, they insulate themselves even more. tun sie sich noch mehr selber isolieren. And that really only starts to get broken down around the time of Billy Graham. Und erst zur Zeit von Billy Graham wird das Ganze eigentlich verständlich oder offenbar. The second point we made, Den zweiten Punkt, den wir gemacht haben, Protestantism tends to be split der Protestantismus tendiert dahin, dass er gespalten ist. really traceable all the way back to the First Great Awakening. Und man kann das zurückverfolgen bis zur ersten großen Erweckung.
And this is what we were studying in the Oceania series. Und das ist, was wir in der Oceana-Serie studiert haben. So much of what we're studying is just built on what we've already said. So viel, was wir studieren, ist einfach nur auf das aufgebaut, was wir bereits schon gesagt haben. When we were tracing the history of 1798 Jedediah Morse. Wo wir die Geschichte von 1798 und Jedediah Morse verfolgt haben. We discussed how this two streams of Protestantism Und wir haben darüber gesprochen, wie diese zwei Ströme des Protestantismus can be symbolized by two key United States colleges. wie die durch zwei Schlüsselschulen in den Vereinigten Staaten dargestellt werden können. Princeton and Oberlin. Princeton und Oberlin. And they will come up through our study. Und dann, oder sie kommen in unseren Studien auf. So that's all of our revision. Das ist jetzt hier unser Überblick. If you go to your document, to the table of contents, Wenn man zu unserem Dokument geht in dem Inhaltsverzeichnis, this document is broken down into 3 parts. da sieht man, dass dieses Dokument in 3 Teile zerteilt ist. And each part is addressing one of the 3 movements. Und jeder Teil tut eine dieser Bewegungen adressieren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. These 3 parts of the document Diese 3 Teile des Dokuments are bookended by an introduction and a conclusion. haben am Anfang eine Einführung, am Ende eine Schlussfolgerung. So an introduction, 3 movements, conclusion. Eine Einführung, 3 Bewegungen und die Schlussfolgerung. Where in part 1, Wir sind First jetzt in Teil movement. 1, die erste Bewegung. this part 1 is further broken down into A, B, C, D. Dieser erste Teil ist wieder heruntergebrochen auf A, B, C, D. A, B, C are the repeating pattern. Und A, B, C, D sind diese wiederholenden Mustern. A, the threat. A, die Bedrohung. B, the nationalistic mobilization. B, die nationalistische Bewegung oder Push. C, constitutional demands. C, dass dann das in der Verfassung festgehalten werden soll. I hope we can see that. A, B, C, the 3 steps. Ich hoffe, wir können das sehen. A, B, C, die 3 Schritte. And D is just explaining what happened in A, B, Und C. D ist einfach nur zur Erklärung, was in A, B, C passiert ist. Really after A, B, C. Eigentlich nach A, B, C. So we are up to part A. So, wir sind jetzt in Teil A. Is part A what we covered this morning? Teil A von heute Morgen. I think we're up to part A. Ich glaube, wir sind bei Teil A. So in part A, it's the first of those 3 repeating steps. Teil A ist jetzt der erste Teil von diesen 3 Schritten, also der erste von diesen 3 Schritten. The author here is explaining the group threat theory. Der Autor erklärt hier diese Theorie über diese Bedrohung an der Gruppe. This is something we should all be very familiar with. Das ist etwas, worüber wir sehr mit vertraut sein sollten. We've been discussing this when it comes to things like racism and sexism for a long time now. Wir haben seit langem das schon behandelt in den Themen Rassismus und Sexismus und so weiter.
So I'll skip that except to remind us of who the threat is. Also wir werden darüber springen und ich werde uns nur noch mal daran erinnern, wer hier die Bedrohung für sie darstellt. Catholics, Jews, Mormons, Adventists, Freethinkers. Also der Gefahr sind damals die Juden, die Katholiken, die Mormonen, die 7-Tags-Adventisten und die Freidenker. 5 threats. 5 Gefahren, Bedrohungen. Now part A is further broken down. Teil A ist wieder in Teile aufgebrochen. It's possibly the most complicated movement because it's so far away from us. Weiter unterteilt und ist wahrscheinlich die schwierigste, komplizierteste Geschichte, einfach weil es am längsten her ist. So we're just going to paraphrase a few parts of this section. Also werde ich einfach nur ein paar Teile dieser Sektion in meinen Worten wiedergeben. The US Constitution contains no expression of religious devotion. Die US-Verfassung enthält keinen Ausdruck religiöser Verehrung. We're on page 267, Wir sind auf Seite 267, which is page 11 welches Seite 11 ist im Dokument, on the PDF. in der PDF. I'm going to read the last. For time we won't read it, I'll reference it, the last quote on that page. Ich werde einfach mich nur auf das letzte Zitat in dieser Seite beziehen. Wegen der Zeit werde ich es jetzt nicht lesen. He's just defending the argument he's made that key Protestants objected to the Constitution. Also es ist hier nur das Hauptargument, was er hat, dass gewisse Schlüssel-Protestanten sich gegen die Verfassung wenden. He quotes Luther Martin. Und er zitiert hier Luther Martin. Page 268 or 11 in the PDF. Seite 268 und Seite 12 im Dokument. Anti-federalists argued that under the Constitution, Jews, Muslims, pagans, and etc. may be elected to federal offices, and therefore the Constitution would serve as an invitation for Jews and pagans of every kind to come among us. Antiföderalisten argumentierten, dass nach der Verfassung Juden, Muslime, Heiden gewählt werden können in die Bundesämter und daher würden die Verfassung als praktisch als eine Einladung für Juden und Heiden jeder Art agieren, unter uns zu kommen. Next paragraph. Der nächste Paragraph. Long after ratification, many evangelicals continued to oppose the Constitution because of its absence of expression of religious devotion. Lange nach der Ratifizierung lehnten viele Evangelikale die Verfassung weiterhin ab, weil sie keinen Ausdruck der Religiösheit vorzeigte. 5 lines down, beginning with Reverend Chauncey Lee. 5 Linien weiter unten. Have it? Yes. Reverend Chauncey Lee intoned in an 1813 sermon, "The Constitution has not the impress of religion upon it, not the smallest recognition of the government or the being of God. I leave it with this single reflection, whether if God be not in the camp, we have not reason to tremble for the ark." Reverend John C. Lee intonierte in einer Predigt 1813, die Religion aus sich, nicht die kleinste Anerkennung der Regierung oder des Wesens Gottes. Ich lasse es bei, ob, wenn Gott nicht im Lager ist, warum, dann haben wir keinen Grund, um in die Arche zu gehen. He quotes Reverend Ezra Stiles Ellie. Er tut Ashley Starr Ellie zitieren. Ezra Stiles Ellie. In 1844,
Und Former President 1844 John dann Quincy Adams. der ehemalige Präsident John Quincy Adams. Remember how we discussed Adams in the 1798 history. Erinnert euch, wie wir über Adams gesprochen haben in der Geschichte von 1798. So he's made his point. They opposed the Constitution. Also er hat seinen Punkt hier gemacht, sie sind hier gegen die Verfassung. Next page, 269. Die nächste Seite 269. For me in the PDF, that's page 13. Für mich in der PDF ist es Seite 14. I'm not sure if there's a discrepancy. I apologize if there is. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt bei den anderen PDFs, aber bei mir ist es so. Starting at the top. Wir fangen hier oben an. The Reformed Presbytery Church, a sect of radical Scotch-Irish Presbyterians, commonly referred to as Covenanters, was among the groups that continued to reject the Constitution as a blasphemous document. Die Reformed Presbyterian Church, ein Zusammenschluss schottischer, irischer Presbyterianer, die auch als Covenanters bezeichnet wurden oder werden, gehört zu den Gruppen, die die Verfassung weiterhin als gotteslästerliches Dokument ablehnten. We're going to leave that subject there because we're coming back to the Covenanters. Wir lassen das Thema jetzt hier so, weil wir nochmal auf die Covenanters zurückkommen werden. Next paragraph. Nächster Paragraph. Although there were long-standing expressions of opposition to the godless Constitution, it took the Civil War to give rise to a movement to put God in the Constitution. Obwohl es schon seit längeren Äußerungen der Opposition gegen die gottlose Verfassung gab, brauchte es den Bürgerkrieg, um eine Bewegung entstehen zu lassen, die Gott in die Verfassung aufnehmen wollte. And this is because both North and South understood this war in religious terms. Und das ist, weil beide, Norden und Süden, den Krieg in religiösen Begriffen oder Umständen betrachtete. As did Ellen White. So wie es auch Ellen White tat. About 2/3 through that paragraph, starting in the North. In 2/3 Paragraphen mit im Norden fängt's an. I'm there. In the North, the war was described as punishment for the national sin of slavery. Ministers in the South argued that the absence of an expression of religious devotion in the US Constitution had been a national sin, and the adoption of the new Confederate Constitution in March of 1861 gave them the opportunity to fix it. Im Norden wurde der Krieg als Bestrafung für die nationale Sünde der Sklaverei beschrieben. Geistliche im Süden argumentierten, dass das Fehlen eines Ausdrucks religiöser Verehrung in der US-Verfassung eine nationale Sünde gewesen sei und die Verabschiedung der neuen Konföderationsverfassung im März 1861 gab ihnen die Möglichkeit, in den wenigen Punkten, in denen sich von der US-Verfassung unterschieden, zu bekräftigen. Last sentence of that paragraph. Letzter Satz von diesem Paragraphen. The South could say that it had God on its side because its constitution said so, unlike the North. Der Süden konnte sagen, dass er Gott auf seiner Seite hatte, weil es in seiner Verfassung so stand, im Gegensatz zur Verfassung des Nordens. So the South was just demonstrating that it had long surrendered to this mindset. Also der Süden hat hier demonstriert, dass er schon seit langem jetzt hier diese Einstellung dann hatte. Next paragraph, in 1863. Nächster Paragraph in 1863. I'm there. In 1863, a movement began in the North to put God in the US Constitution as well. In February of that year, members of 11 Protestant denominations met in Xenia, Ohio, to discuss the spiritual implications of the war. The group was dominated by Covenanters and consistent with their beliefs. 1863 begann im Norden eine Bewegung,
Gott auch in die Verfassung der USA aufzunehmen. Im Februar desselben Jahres trafen sich Mitglieder von 11 protestantischen Konfessionen in Xenia, Ohio, um über die geistliche Auswirkung des Krieges zu diskutieren. Die Gruppe wurde von den Covenanters dominiert. So whatever comes out of that group of 11 denominations Also was auch immer aus dieser Gruppe der 11 Konfessionen herauskam, it's the Covenanters that came together and called that meeting es sind die Covenanters, die zusammenkamen und dieses Meeting berufen, that introduced their beliefs und sie haben ihren Glauben hier eingeführt drove their agenda. und haben ihre Agenda hier gepusht. And what came out of those meetings was consistent with Covenanter beliefs. Und was aus diesen Meetings herauskam, war beständig mit was eigentlich die Covenanters geglaubt haben. They say slavery is bad, Sie sagen, die Sklaverei ist schlecht, but the crowning original sin of the nation aber die krönende, originelle oder ursprüngliche Sünde der Nation is the omission of God from the Constitution. ist, dass Gott aus der Verfassung ausgelassen wurde. And so, driven by the Covenanters, the National Reform Association was founded. Also und durch die Covenanters gepusht, wird diese nationale Reformbewegung angefangen. We will just skip the details of what they were proposing. Wir tun jetzt die Details, was sie eigentlich vorschlagen, einfach überspringen. Go to 271. Wir gehen jetzt auf die Seite 271. On my English PDF, Auf meiner englischen PDF. that's page 15. Das ist Seite 15. In mine it's page I want to 16. pick up just 2 phrases. Ich möchte nur 2 Sätze einfach sagen. Most of the way down, the end of the first section. Am Ende der ersten Sektion. In doing so, How does it start? in following this agenda, In February 1864, or the proposed amendment. page Where are you? 271, in doing so. It's the last sentence of that first part of the page. I don't see it. I'm sorry. But you can say it and I just translate it. Oh, I see it. I see it. I see it in the English. Okay, In I'm there. doing so, or pursuing their agenda, Auf diese Weise supporters of the Christian amendment wanted to make it perfectly clear who we the people are. We the people are the Christian people. Auf diese Weise wollten die Befürworter des christlichen Verfassungszusatzes klarstellen, wer wir das Volk sind. Wir das Volk sind das christliche Volk. Remember, Adventists are not Christians. Und erinnert euch, Adventisten sind keine Christen. We're a cult. Wir sind ein Kult. Wear it with pride. Und tragt das mit Stolz. Mormons aren't Christians. Mormonen sind keine Christen. Catholics aren't Christians. Katholiken sind keine Christen. Those liberal Protestants embracing free thought are not Christians. Diese liberalen Protestanten, die den freien Gedanken umarmen, sind auch keine Christen. None of them fit the prototype. Keine von ihnen passen zu diesem Prototypen. Continuing directly on from where we were before. Und wir gehen weiter, wo wir hier angefangen haben. The proposed amendment quickly received several key endorsements. It lists them, as well as The Independent, the nation's leading religious journal, and the faculty of the Princeton Theological Seminary, the nation's leading seminary.
Der vorgeschlagene Zusatzartikel erhielt schnell mehrere wichtige Befürworter. Dann werden die aufgelistet. Dann noch The Independent, die führende religiöse Zeitschrift der Nation, und die Fakultät des Princeton Theologischen Seminars, des führenden Seminars der Nation. You all know the point I'm making there. It's Princeton. Ihr wisst alle den Punkt, den ich hier mache. Es ist nämlich Princeton. The center of old school fundamentalism. Das ist das Zentrum der Schule des Fundamentalismus. They approach Abraham Lincoln Jetzt gehen sie zu Abraham Lincoln and he says, just take your time, don't hurry. und er sagt einfach, lasst euch Zeit, hier beeilt euch nicht so. Towards the end of the Civil War, when the Union is winning, Am Ende des Bürgerkriegs, wo die Union dabei ist zu gewinnen, this movement starts to lose ground. da fängt an, dass diese Bewegung ihren Grund verliert. That publication, The Independent, the nation's leading religious journal, Also hier diese Zeitschrift, der Independent, das ist die religiöse Zeitschrift gewesen, says that the members of the National Reform Association are all fanatics. sagt, dass die Mitglieder der National Reform Association alle Fanatiker sind. So mainstream Protestantism says this is just fanaticism. Also der Mainstream des Protestantismus sagt, dass das alles nur Fanatismus ist. And some of those key people start to withdraw support. Und eine der Schlüsselfiguren fangen an, ihre Unterstützung hier wegzunehmen. We'll go to that second list of notes that I put in the Zoom translation forum. Wir gehen jetzt zu unseren Notizen, die wir haben für heute. And I'll read the first quote. Und ich werde das erste Zitat lesen. So they start off successful, but then they start to lose some ground. Also sie fangen an, erfolgreich zu sein, und dann fangen sie an, den Boden unter den Füßen zu verlieren. So they go through a major restructuring in 1867. In 1867 haben sie eine komplett neue, große Umstrukturierung. That same year they start publishing The Christian Statesman. Im gleichen Jahr fangen sie an, The Christian Statesman veröffentlichen. If you've read A.T. Jones, it's him against The Christian Statesman for most of his writing career. Wenn ihr A.T. Jones liest, dann seht ihr, dass er weitgehend in seiner Zeit gegen diese Zeitschrift spricht. They say the movement which emerged in the late 1860s, it had transformed in that it was less sectarian and more political. Und es heißt hier, die Bewegung, die in den späten 1860er Jahren entstand, war insofern anders, als sie war weniger sekterisch, aber mehr politisch. So the NRA starts off really successfully, loses ground. Also die NRA fängt an, sehr erfolgreich zu sein, fängt dann aber den Boden unter den Füßen zu verlieren. Restructures, Strukturiert sich neu. starts their publication, Sie fangen ihre Publikationen an. becomes more political, Es wird mehr politisch. and in the late 1860s it's back up on the upward trend. Und in den späten 60ern fängt es wieder an, wieder bekannter, beliebter zu werden. The last of the three quotes from that source. Und die letzten 3 Zitate von dieser Quelle. The religious amendment of the Constitution is not in itself the end we seek, wrote the Christian Statesman. Der religiöse Zusatz der Verfassung in sich selber ist nicht das, was wir suchen, schrieb der Christian Statement. So that final goal was not to amend the Constitution. Also das letzte Ziel war jetzt nicht unbedingt die Verfassung, da einen Zusatz zu haben.
They needed to amend the Constitution Also die NRA musste eigentlich die Verfassung einen Zusatz dazu schreiben. in their words as a means to an end. Es ist einfach nur ein Zweck zum Ziel oder ein Mittel zum Ziel, Entschuldigung. This is but a means to an end, and that end is the arousing and combining of the Christian people of America in a compact, enthusiastic, determined movement to carry out the religious idea of government in all its practical applications. Es ist nur ein Mittel zum Zweck und dieser Zweck ist die Erweckung der Vereinigung des christlichen Volkes von Amerika in einer kompakten, enthusiastischen, entschlossenen Bewegung, um die religiöse Idee der Regierung in allen ihren praktischen Anwendungen auszuführen. So once they amend the Constitution, Also wenn sie die Verfassung dann einen Zusatz dazu gelegt haben, they can set in stone the Protestant Christian identity, dann können sie die protestantische Identität in Stein einmeißeln. then the government, all three branches, Und dann die Regierung mit all seinen 3 Zweigen are forced to operate off that Constitution sind dann dazu gezwungen, mit dieser Verfassung zu fungieren and carry out that religious ideal. und dieses religiöse Ideal auszuleben. So what's a practical application? Also was What's ist the hier fine print? was ist hier eine praktische Anwendung? Was ist dieser Kleingedruckte? Religious oaths of office, Das ist, dass man, wenn man eine Position in der Regierung annimmt, dass man einen religiösen Schwur abhalten muss. what would be another one? So they've established the religion here, Okay. Also sie haben die Religion hier etabliert. what's the fine print of that? Und was ist hier das Kleingedruckte davon? Laws against blasphemy, Gesetze gegen die Blasphemie. and remember they were interpreting blasphemy Und erinnert euch, die Blasphemie haben sie so ausgelegt, as anything that spoke against their Protestant beliefs. dass es alles war, was gegen ihren protestantischen Glauben gesprochen hat. I think their fight over abortion might be more recent. I'm not sure if it was happening back then. Ich weiß nicht, ob dieser Kampf über die Abtreibung, ob der bereits schon damals so war. Moving into application. Sunday law. Also wir haben ja noch das Sonntagsgesetz. So these are all fine print. Also das hier ist das ganze Kleingedruckte. Can you see how they're tailored to attack the threat? Könnt ihr hier sehen, wie das hier in diese Bedrohung eingewoben wurde If you institute a Sunday law, oder zugeschnitten wurde, wenn man ein Sonntagsgesetz hier anlässt, you take care of the free thinkers, the Adventists, and the Jews. dann hat man hier schon mit den Freidenkern, den Adventisten und den Juden Hand gehabt. If you institute blasphemy laws, Und wenn man Blasphemiegesetze hat, you take care of all of them. dann hat man alle schon behandelt. You wouldn't be able to do a sermon on the daughters of Babylon. Man könnte keine Präsentation oder Predigt über die Töchter von Babylon abhalten. Not the way they interpreted blasphemy. Nicht in der Art und Weise, wie sie die Blasphemie interpretierten. Religious oaths of office. Und hier diese religiöse Schwur, wenn man eine Position annimmt, There was no way a Catholic was going to be president.
Da gibt es keinen Weg dahin, dass ein Katholik ein Präsident sein könnte. I'm assuming that my conceptions growing up Ich glaube, dass meine Betrachtungen oder Anschauungen, als ich aufgewachsen bin, my training in Adventist churches, mein Training oder Schulung in adventistischen Kirchen, at least broadly speaking, was similar to yours. oder Gemeinden, wenn ich das oberflächlich sage, glaube ich, war es sehr ähnlich zu euren. So I hope some of that is getting broken down. Und ich hoffe, dass einige hier jetzt mehr verstehen und dass man diese alte Schulung unterbricht. When White says in parabolic language that there will be this hand across the gulf, und wenn Ellen White hier symbolische Sprache benutzt und sagt, es wird diese Hand geben, die über den Abgrund sich reicht, Protestantism and Catholicism, und der Protestantismus und der Katholizismus, the Vatican agreed. Da hat der Vatikan mit übereingestimmt. In 1893 they responded to the Protestants with mockery. 1893 haben sie mit den Protestanten, mit Verspott geantwortet. And they said, you Protestants think you have your foot on our necks. Und sie haben gesagt, ihr Protestanten, ihr denkt, wir haben eure Füße hier auf den Nacken. But look what you're doing. Aber schaut, was ihr dann macht. You're paying us homage. We own you. Ihr tut uns eigentlich Ehren. Wir tun euch, ihr gehört uns. This is not friendship. Das hier ist keine Freundschaft. In 1888 history, you didn't have friends between Catholics and Protestants. In der Geschichte von 1888 waren die Protestanten und die Katholiken keine Freunde. 1893, the Catholic Church responds to what the Protestant Church is doing. 1893 war das Jahr, wo die katholische Kirche auf das antwortete, was die Protestanten gemacht hatten. You find what the Catholic Church put out in our pioneer writings. Und man findet, was die katholische Kirche gemacht hat, in den Schriften unserer Pionieren wieder. So all of these Adventists today, also diese ganzen Adventisten heute, building their faith on 1888 history, die ihren Glauben auf der Geschichte von 1888 aufbauen, waiting for some liberal World Council of Churches to unite with Francis and all be nice friends. Die darauf warten, dass dieses Weltkonzil der Religion, dass sie sich mit Franzis vereinen. God is trying to tell us we don't understand 1888. They were never going to be friends. Gott versucht uns 1888 zu erklären, sie waren niemals Freunde. Slavery paid homage to the papacy. Die Sklaverei hat dem Papsttum Ehre gegeben. The concept of owning the bodies and souls of men and women. Das Konzept, dass man die Körper von Frauen und Männern und die Seelen, dass die jemandem gehören. Their Sunday laws paid homage to the papacy. Das Sonntagsgesetz hat das Papsttum geehrt. At the same time, they thought they were in a fight against the papacy. Und in der gleichen Zeit haben sie gedacht, dass sie in einem Krieg gegen das Papsttum sind. So why are we so concerned that we see a fight between Protestantism and the papacy today? Warum haben wir dann so eine Sorge, wenn wir einen Krieg zwischen dem Papsttum und den Protestanten heute sehen oder einen Kampf? They were fighting in our favorite history. Sie haben in unserer Lieblingsgeschichte auch gekämpft. So why shouldn't Francis and the religious right fight today? Also warum sollte die christliche Rechte und Franziskus auch heute nicht dann kämpfen? And the Catholic Church says, despite what you think, und die katholische Kirche sagt, egal was du denkst,
that you might think you're winning, ja, du denkst vielleicht, dass du gewinnst, you Protestants are paying us homage aber ihr Protestanten huldigt uns, because you keep following our 1260 example. denn ihr tut dem Vorbild der 1260 Folge leisten. You're just copying what we did. Ihr tut einfach nur das kopieren, was wir getan haben. What's the phrase that says the greatest compliment? The greatest form Wie of geht dieser respect? Satz? Wie geht der Satz, dass man der größte Respekt ist oder das größte Kompliment ist? Maybe someone will think of it and type it in the chat. Vielleicht kann das jemand sich daran erinnern und in dem Chat sagen. It goes something like the greatest compliment is to be copied. Das größte Kompliment ist, eine Kopie zu sein oder sowas. That's it, Brother Graham. Bruder Graham hat es. Imitation is the greatest form of flattery. Die Imitation ist die größte Form der, Don't know if that translates, I'm sorry. Ich weiß nicht, ob man das übersetzen kann. Ich gucke gerade das Wort ab. So the Catholic Church was saying, we're flattered that you're imitating us. Okay, die katholische Kirche hat gesagt, es ist ihr tut uns wirklich schmeicheln. Also Imitation ist die größte Form der Schmeichelung. Even though the Protestants think they're taking down Catholicism in America. Auch wenn die Protestanten glauben, dass sie den Katholizismus in Amerika runterstürzen. And there is no evidence, Und da gibt es keinen Beweis, not in inspiration, not in history, nicht in der Inspiration und auch nicht in der Geschichte, that there was some type of hidden deep state working behind the scenes. dass es da eine Art von Schattenstaat gab, der hinter der Bühne zusammen oder gearbeitet hat. Between the 1888 papacy and Protestantism. In der Zeit von 1888 zwischen dem Papsttum und den Protestanten. How much of our thinking has been bent? Wie viel unseres Denkens wurde gebogen oder schief gedrückt By a scattering time, in einer Zeit der Zerstreuung, neck deep in Protestant idolatry. und so tief bis zum Nacken im Protestantismus. This is how powerful 1888 history is if it's properly understood. Das ist, wie mächtig die Zeitperiode von 1888 ist, wenn sie richtig verstanden wurde. We'll revise. Wir werden hier nochmal wiederholen. The Covenanters call a meeting. Die Covenanters rufen zu einem Treffen. They're afraid that the United States has committed this crowning sin. Sie haben diese Angst oder diese Befürchtung, dass Amerika diese krönende Sünde begangen hat. The Constitution is sin. Dass die Verfassung eigentlich Sünde ist. 11 different Protestant denominations show up. Und 11 protestantistische Konfessionen kommen hier zusammen. They're seen as fanatics or radicals by some mainstream Protestantism. Und bei manchen Mainstream-Protestanten werden diese als Fanatiker betrachtet. But they start a publication, Und sie fangen hier eine Publikation an. they restructure, Sie tun sich neu ordnen they become active politically, und sie werden politisch aktiv. and it sets up a fight that's going to go on for decades. Und dies fängt einen Kampf oder Streit an, der für Jahrzehnte lang anhalten wird. Fix that sin in the Constitution, Tut diese Sünde in der Verfassung aufräumen, take on the group threat, dann behandle hier oder
handhabe hier die Bedrohung mit den gewissen Gruppen, from these 5 identities, von diesen 5 Gruppierungen, through the fine print of this constitutional amendment. durch hier dieses Kleingedruckte in der Verfassung, was man dann da reinschreibt. Just a question. Einfach nur mal jetzt eine Frage. Which branch of government makes decisions based on the interpretation of the Constitution? Welcher Zweig der Regierung in der USA macht Entscheidungen basierend auf die Verfassung? The Supreme Court, the judicial branch. Die Judikative, das Bundesverfassungsgericht. So when they wanted the Constitution amended, Also als sie wollten, dass diese Verfassung dann Zusatz dazu kommt, the Supreme Court would be forced to read it their way. also müsste das oberste Gericht es in ihrer Art und Weise lesen, die Verfassung. In our history, they only want it interpreted their way. In unserer Zeit möchten sie es einfach nur, dass es in ihrer Art und Weise interpretiert wird. So all they need to do is make sure they have a Supreme Court that's interpreting it their way. Also heute müssen sie einfach nur sicher gehen, dass das Supreme Court es ihrer Art und Weise interpretiert. To get this done. Und um das hier dann zu verbringen. But it's not this association Aber es ist nicht diese Bewegung hier oder Organisation. It's the religious right, the evangelicals, Also es sind die evangelische Rechte, die Evangelikalen. it's not to amend it, it's to interpret it. Jetzt ist es nicht, um einen Zusatz dazu zu schreiben, sondern es zu interpretieren. The fine print will be different too. Und somit wird auch das Kleingedruckte anders sein. Because the threat has changed. Denn jetzt hat die Bedrohung sich verändert. So you need different laws to keep your foot on the neck of different groups of people. Also braucht man jetzt andere Gesetze, um den Fuß am Nacken gewisser Gruppierungen haben zu können. But in our history, when all they need is the interpretation set in stone, Und in unserer Zeit, da brauchen sie einfach nur die Interpretierung, die dann in Stein gemeißelt ist. all they need to do is to spread that interpretation, Und was sie einfach nur tun müssen, ist, dass sie diese Interpretation verbreiten and then get judges on that court who will use their interpretation. und dann Richter an dieses oberste Gericht setzt, die Verfassung in ihrer Art und Weise zu interpretieren. Can you see how we're already set up? Können wir sehen, wie wir bereits schon dort angekommen sind? How Adventism is blind? Wie der Adventismus blind ist. Because if this was an amendment, Wenn das hier nämlich ein Zusatz wäre, Adventism would have woken up by now. dann hätte der Adventismus wäre bis jetzt aufgewacht. But because they don't understand structures, Aber weil sie Strukturen nicht verstehen, they're looking for an amendment that's never going to come. dann halten sie Ausschau nach einem Zusatz, was niemals kommen wird. And this waymark, it's already set up. They've already Und diese succeeded. Und diese Wegmarke ist bereits schon vorbereitet. Sie hatten bereits schon Erfolg. If this history needed an amendment, Wenn diese Geschichte einen Zusatz gebrauchte, it would either already be amended or it would be about to be amended. dann wäre es bereits schon, dieser Zusatz wäre bereits schon geschrieben oder man wäre gerade dabei. And then all that is instituted at the Sunday law is the fine print. Und am Sonntagsgesetz, was hier ausgelebt wird, ist dann einfach nur das Kleingedruckte. I hope we can see that.
Ich hoffe, wir können das sehen. The Adventism is going through this history blind, but the message is so solid. Ich hoffe, wir können sehen, wie der Adventismus durch diese Geschichte blind hindurchgeht, aber die Botschaft ist so solide. We'll skip page 272 and go to 273. Wir werden jetzt auf Seite 273 gehen. In my PDF, that is page 17. In meiner PDF ist das Seite 17. I'm going to paraphrase because we have so little time. Ich werde es einfach in meinen Worten wiedergeben, weil wir nur so wenig Zeit haben. The fights that they were having Die Kämpfe oder Streite, die sie hatten, was because they already had some of this in at least state laws. ist, weil sie bereits gewisse Teile davon in Gesetzen der gewissen Staaten hatten. And these new groups were already fighting against those laws. Und diese neuen Gruppierungen hatten bereits schon gegen diese Gesetze sind sie angegangen. And there was a danger that Protestantism was going to lose the fight. Und da gab es diese Gefahr, dass der Protestantismus diesen Krieg oder Kampf verlieren würde. And that was largely because of immigration. Und das war weitgehend wegen dem Problem der Immigration. Catholics were finding their voice. Die Katholiken haben ihre Stimme gefunden They were becoming politically organized. und sie werden politisch organisiert. And the demographics of the nation were changing. Und die Demografie, also die Gruppierungen des Landes hatten sich verändert, waren am Verändern. But just like today, what is threatening their identity is immigration. Aber wie heute, was eine Bedrohung für sie darstellt, ist die Immigration. And in the last sentence of that page, Und auf dem letzten Satz dieser Seite many Protestants understood the demands for religious liberty made by Catholics and other minorities to amount to a demand to subjugate the Protestant majority. Viele Protestanten verstanden die Forderung nach religiöser Freiheit, die von Katholiken und anderen Minderheiten gefordert wurden, die protestantische Mehrheit zu unterwerfen. Next page. Nächste Seite. Generic Protestantism was taught in the public schools. Allgemeiner Protestantismus wurde in den Kirchen gepredigt. I'm just paraphrasing. Ich tue es einfach in meinen Worten wieder sagen. These groups start to fight against that. Diese Gruppierungen fangen an, dagegen anzukämpfen. Based on the principles of equality and separation of church and state. Basierend auf den Prinzipien der Gleichberechtigung und der Trennung von Kirche und Staat. And just like the South in the Civil War, Und so wie der Süden im Bürgerkrieg, the Protestants say that they are the ones that need protecting. da sagen die Protestanten, dass sie es diejenigen sind, die Schutz brauchen. They are the ones being subjugated. Die sind diejenigen, die unterworfen werden. There is a war on Christianity. Und da gibt es diesen Krieg über die Christenheit. Quoting one fellow, Und hier zitieren wir jemanden the bottom of page 274. am Ende von Seite 274. They are waging relentless war upon every vestige of national religion yet left us. Sie führen Krieg gegen jede Spur von nationaler Religion, die uns noch geblieben ist. Have you ever heard about the war on Christmas? Habt ihr jemals von diesem Krieg an Weihnachten gehört? Protestants convinced today that there's a war against Christmas. Protestanten sind heute davon überzeugt, dass es da einen Krieg gegen Weihnachten gibt.
It's a ridiculous argument. Es ist ein komplett überflüssiges Argument. But all of this is just a reflection of exactly what's happening today. Aber das ist einfach nur eine Reflexion von genau dem, was heute passiert. Page 275, Seite 275, which in the document is page 19. und in meinem Dokument ist es auf Seite 19. Who are the people plotting against Protestantism? Wer sind denn die Menschen, die gegen den Protestantismus sich verschwören? Atheists, infidels, communists, Catholics. Atheisten, Ungläubige, Katholiken. Deists, Jews, Seventh-day Baptists. Deisten, Atheisten, Juden, Siebentagsbaptisten. None of these are considered Christians. Niemanden von diesen Gruppierungen sind als Christen angeschaut. But regardless of what group you put them in, Aber außer Acht gelassen, in welche Gruppe man sie reinlegt, one fact was clear. eine Tatsache war klar. Those attacking Christianity were all foreigners. Die Christenheit angriffen, waren alle Ausländer. The majority of the threat came from immigrants. Also der große Teil der Bedrohung kam von Immigranten, Who were not prototypically American. die keine prototypischen Amerikaner waren. This is all a lead up into part B, Das ist alles leitet jetzt zu Teil B, when he's going to discuss this link between this Protestant group threat theory wo er über den Link spricht zwischen der Theorie der Protestanten, wie sie bedroht werden, and how it links into nationalism. und wie es dann mit dem Nationalismus verlinkt ist. So they're going to have to defend not just their religion, but America itself. Das heißt, sie müssen jetzt nicht nur ihre Religion selber bewahren, sondern auch Amerika muss geschützt werden. This is the part where I intend to stop with this document Das ist jetzt der Teil, wo ich stoppen möchte mit diesem Dokument and discuss who they were, the Covenanters. und ich möchte hier jetzt anfangen zu sprechen, wer die Covenanters eigentlich waren. Just early immigrants from Scotland. Das waren einfach nur frühe Immigranten von Schottland. So we're going to close at this conclusion of part A. Also wir werden jetzt hier bei dieser Schlussfolgerung von Teil A aufhören. This has all been an explanation of the group threat. Das ist alles eine Erklärung über die Gruppenbedrohung. And we want to go and look at who this branch of Protestantism is. What is the Protestantism that's fighting? Und wir möchten jetzt uns diesen Zweig des Protestantismus betrachten. Wer sind sie denn, die dagegen kämpfen oder die kämpfen? Because part of Protestantism just thinks this is all fanaticism. Denn Teil des Protestantismus denkt ja, das ist ja einfach nur Fanatismus, was hier passiert. So tomorrow we will discuss the Covenanters. Also morgen werden wir über die Covenanters sprechen. I think it has settled into my mind more than it ever has before. Ich glaube, in meinem Verstand hat sich das mehr als je zuvor gesetzt. And I hope it has then into yours as well. Und ich hoffe, dass es auch in eurem so ist. How the first work has already been done. Wie das erste Werk bereits schon getan wurde. And people don't know it. Und Leute wissen es nicht. It's just the fine print that's coming now. Und es ist jetzt einfach nur noch das Kleingedruckte, was kommt. Because as the NRA said, Denn so wie das die NRA gesagt hat,
This isn't the final goal, it's a means to an end. Das hier ist nicht das schlussendliche Ziel, sondern es ist nur ein Mittel zum Ziel. This is our final goal, Das hier ist unser letztliches Ziel. and we are close. Und wir sind da nahe dran. And it's in understanding this history we'll be able to recognize what it looks like. Und wir sind in dieser Geschichte, wo wir jetzt erkennen müssen, wie das Ganze ausschaut. Not a friendship between Jerry Falwell Jr. and Francis. It's not going to happen. Das ist keine Freundschaft zwischen Jerry Farrell Jr. und Franziskus. Because as was said above, Und das ist, was nämlich zuvor gesagt wurde oder vorher. and I've already forgotten it, Ich habe es bereits schon vergessen. the greatest way to pay homage Die größte Art und Weise, jemanden zu huldigen, is to imitate. ist, dass man jemanden nachahmt. And what they have always been intended to imitate is the 1260. Und was sie immer imitieren wollten, war die 1260. Whether that's in buying and selling men and women, Ob das bedeutet, dass man einfach Frauen und Männer verkauft body and soul, und der Körper und die Seele, or through enforcing Sunday. oder während man den den Sonntag durchsetzt, erzwingt, Or through something else. oder durch etwas anderes. If you kneel with me, we will close in prayer. Wenn wir jetzt noch niederknien, dann werden wir in einem Gebet abschließen. Before we do, Bevor wir das noch tun, does Ellen White say the Sunday law develops in darkness? ist es, dass Ellen White sagt, dass das Sonntagsgesetz in der Dunkelheit sich vorbereitet. Interpret that in 1888. Interpretiere das in der Zeitperiode von 1888 And define to me what that darkness was in 1888. und definiere, was diese Dunkelheit in 1888 war. And then read A.T. Jones, everything A.T. Jones ever wrote, Und dann lese, was Eddie Jones jemals gelesen hat oder geschrieben hat about the Sunday law über das Sonntagsgesetz and how it was visibly progressing, und wie es offen vorangeschritten ist. and then we'll relook at the quote. Und dann werden wir das Zitat nochmal betrachten. If you kneel with me, we'll close in prayer. Wenn wir uns jetzt noch niederknien, dann lasst uns mit einem Gebet Dear abschließen. Lord, Lieber Vater im Himmel, we see that we are close. wir sehen, dass wir nahe dran sind. We see how far we've come and how blind Adventism is. Wir sehen, wie weit wir gekommen sind und wie blind der Adventismus ist. The subject of these studies is not directly equality, Und das Thema dieses Studiums ist nicht direkt die Gleichberechtigung, but we look at a movement in the time of trouble. aber wir schauen uns eine Bewegung in der Zeit der Trübsal an. And in human eyes, it just looks like failure all around us. Und in den menschlichen Augen sieht das aus, als wäre Fehlschlag um uns nur herum. Boards all around us. Es ist überall um uns herum. Practicing sexism. Sexismus wird praktiziert. We see that we do not need the Illuminati to have a boys' club in this movement. Wir sehen, dass wir nicht die Illuminaten gebrauchen, um einen Boys Club in der Bewegung zu haben. We've created all our own clubs. Wir haben unsere eigenen Clubs einfach kreiert. It's so easy to despair that this movement can be ready to do a work. Es ist so verzweifelnd, um zu sehen, dass diese Bewegung bereit ist, um ein Werk zu tun. But regardless of who's still in it, when it does, you said that it will do it. Aber außer Acht gelassen, wer immer noch dabei ist, du hast gesagt, dass es dies tun wird.
Pray, Lord, that you will not make that success. We know that it will. Herr, wir bitten dich, wir wissen, dass du nicht diesen Erfolg bringen wirst, weil wir bereits wissen, dass er da ist. But may people see the serious need to look at themselves, Aber mögen Leute sehen, dass sie sich wirklich ernsthaft selber betrachten müssen, to come up to the standard, um zum Standard hochzukommen, that they do not have freedom. dass sie keine Freiheit haben, Boards do not have freedom. dass Gruppierungen, die Leitung haben, nicht einfach nur Freiheit haben. You have not given us freedom. Du hast uns nicht die Freiheit gegeben, Any more than you gave the United States the freedom to practice slavery. mehr als du auch der Vereinigten Staaten nicht die Freiheit gegeben hast, Sklaverei zu praktizieren. You dictated their behavior. Du hast ihr Tun wie ein Diktator betrachtet. And you're telling us what ours must be. Du hast ihnen gesagt, was sie tun sollen, und so sagst du es auch uns. We do not want souls lost. Wir möchten nicht, dass Seelen verloren gehen. But I pray that everyone, Aber ich bitte, dass ein jeder, board members and those watching, diejenigen, die leiten, aber auch die hier zuschauen, will see that lack of choice with reasonable eyes. dass sie mit vernünftigen Augen diese Entscheidungen sehen können. Come up to that standard to pass the test. Dass sie hochkommen in ihrem Standard, dass sie den Test bestehen können. That they're frankly just not lost. Und dass sie nicht einfach, wenn man es gerade heraus sagt, verloren gehen. We come before you on your Sabbath. Wir kommen vor dich an deinem Sabbat. We look solemnly at the condition we're in. Und wir schauen ernsthaft die Situation an, in der wir uns befinden. And pray, Lord, that you will give us the messages, the power, Und wir bitten dich, Herr, dass du uns die Botschaft gibst und die Macht gibst, to identify that um conservative aufzuzeigen, diese nationalism, sexism, dass dieser konservative Nationalismus und Sexismus, and repent and change, dass wir ihn sehen und dass wir Buße tun und uns verändern. because it's already almost too late. Denn es ist bereits schon fast zu spät. And for some, Und für einige they've already set their hearts. haben ihr Herz bereits schon festgesetzt. Grant us courage to stick to your truth. Gib uns Mut, an deiner Wahrheit festzuhalten And hold to those cords. und an diesen Seilen festzuhalten, All the way through our time of trouble. durch die ganze Zeit der Trübsal, unsere Zeit der Trübsal hinweg. I pray in Jesus' name. Und ich bitte das in Jesu Namen. Amen. Amen.